Darum habe ich nie genug Zeit. Hallo zusammen, ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das vielleicht vielen von euch bekannt vorkommt. Es geht um das Gefühl, nie genug Zeit zu haben. Vielleicht kennt ihr das. Man startet voller Energie in den Tag mit einer langen To-Do-Liste und dem festen Vorsatz, alles zu schaffen. Doch am Ende des Tages stellt man fest, dass die Liste kaum kleiner geworden ist. Frustrierend, oder? So ging es mir auch. Aber ich habe daraus gelernt und heute möchte ich mit euch teilen, was ich entdeckt habe. Die ersten Schritte. Ursachenanalyse. Es begann alles vor ein paar Monaten, als ich in einer besonders stressigen Phase meines Lebens war. Berufliche Verpflichtungen, private Projekte und alltägliche Aufgaben. Alles stapelte sich. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich im Kreis drehte und trotzdem nirgendwo ankam. Jeden Abend fragte ich mich, warum komme ich einfach nicht voran? Eines Abends, nach einem besonders chaotischen Tag, beschloss ich, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich setzte mich hin, nahm ein Blatt Papier und schrieb auf, wie ich meine Zeit verbrachte. Dabei fiel mir etwas Interessantes auf. Es war nicht so, dass ich zu wenig Zeit hatte, ich nutzte meine Zeit einfach falsch. Prioritätensetzung. Was wirklich zählt? Das erste Problem, das mir auffiel, war meine mangelnde Prioritätensetzung. Ich war der Meinung, dass alles auf meiner To-Do-Liste gleich wichtig sei. Das war natürlich ein Fehler. Während ich Zeit mit unwichtigen Aufgaben verschwendete, blieben die wirklich wichtigen Dinge liegen. Um das zu ändern, begann ich jeden Morgen nur 3 Hauptaufgaben festzulegen. Diese Top 3 hatten oberste Priorität und ich arbeitete zuerst an ihnen. Das machte einen riesigen Unterschied. Plötzlich hatte ich das Gefühl, wirklich etwas zu schaffen. Multitasking. Ein Mythos. Doch das war erst der Anfang. Ein weiteres großes Problem war meine Angewohnheit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Ich dachte, ich wäre produktiver, wenn ich Multitasking betreibe. Doch das Gegenteil war der Fall. Mein Gehirn sprang von einer Aufgabe zur nächsten und ich konnte mich auf nichts richtig konzentrieren. Als ich das bemerkte, begann ich mit der sogenannten Pomodoro-Technik zu arbeiten. Diese Methode ist genial. Man arbeitet 25 Minuten lang konzentriert an einer Aufgabe und macht dann eine kurze Pause. Das half mir enorm, meine Aufmerksamkeit zu bündeln und effizienter zu arbeiten. Perfektionismus, der stille Zeitfresser. Dann gab es noch ein Problem, das ich lange nicht erkannt hatte, meinen Perfektionismus. Ich wollte alles perfekt machen und das kostete mich unglaublich viel Zeit. Ein einfaches Beispiel. Ich verbrachte Stunden damit, an kleinen Details zu feilen, die kaum jemand bemerken würde. Irgendwann wurde mir klar, dass gut genug oft besser ist als perfekt. Diese Erkenntnis war befreiend. Sie erlaubte mir, Aufgaben schneller abzuschließen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Selbstpflege, der Schlüssel zur Energie. Ein weiterer wichtiger Punkt war meine fehlende Selbstpflege. Ich war so darauf fixiert, produktiv zu sein, dass ich kaum Zeit für mich selbst einplante. Ich dachte, Pausen wären Zeitverschwendung. Doch das war ein Irrtum. Ich lernte, dass ich nur dann wirklich produktiv sein kann, wenn ich mir auch Zeit nehme, um aufzutanken. Jetzt plane ich bewusst Zeiten ein, in denen ich einfach nichts tue oder Dinge mache, die mir Spaß bringen. Das gibt mir neue Energie und verbessert meine Stimmung. Werkzeuge und Techniken. Zeitprotokoll. Eine Sache, die mir besonders geholfen hat, ist das Führen eines Zeitprotokolls. Ich schreibe auf, wie ich meine Stunden verbringe und analysiere am Ende der Woche, wo meine Zeit hingeht. Oft entdecke ich dabei kleine Zeitfresser, die ich vorher gar nicht bemerkt habe. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich viel zu viel Zeit mit sozialen Medien verbringe. Jetzt setze ich mir feste Zeiten, in denen ich mein Handy benutze, und halte mich daran. Eisenhower-Matrix. Ein weiteres hilfreiches Tool ist die Eisenhower-Matrix. Sie hilft mir, Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren. So kann ich schnell entscheiden, was ich sofort erledigen muss, was ich delegieren kann und was ich vielleicht gar nicht machen sollte. Diese Methode hat meine Organisation grundlegend verbessert. Time Blocking. Ein weiterer hilfreicher Trick ist das sogenannte Time Blocking.
Dabei teile ich meinen Tag in feste Zeitblöcke ein, die ich bestimmten Aufgaben widme. Zum Beispiel reserviere ich den Vormittag für kreative Projekte und den Nachmittag für Meetings und administrative Aufgaben. Diese klare Struktur gibt mir nicht nur Orientierung, sondern verhindert auch, dass ich mich verzettle. Zeitperspektive und Energielevel. Ein oft unterschätzter Punkt ist auch unser Energielevel. Zeitmanagement allein reicht nicht aus, wenn wir uns ständig müde und ausgelaugt fühlen. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und meine Aufgaben an meinen natürlichen Rhythmus anzupassen. Morgens bin ich am produktivsten, also plane ich wichtige Projekte in diese Zeit. Nachmittags, wenn meine Energie nachlässt, erledige ich leichtere Aufgaben wie E-Mails oder Organisatorisches. Studien zeigen auch, dass Menschen, die hauptsächlich in der Gegenwart leben, oft entspannter sind als diejenigen, die ständig über die Vergangenheit nachdenken oder sich Sorgen um die Zukunft machen. Ich habe versucht, diesen Ansatz in meinen Alltag zu integrieren. Statt mich von Gedanken an verpasste Gelegenheiten oder kommende Herausforderungen überwältigen zu lassen, konzentriere ich mich darauf, den Moment zu genießen. Letztendlich ist Zeitmanagement kein starres System, sondern ein flexibler Prozess. Es geht darum, herauszufinden, was für einen persönlich funktioniert und bereit zu sein, neue Ansätze auszuprobieren. Für mich war es ein Weg der Selbstentdeckung, der mich nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener gemacht hat. Zum Schluss möchte ich euch ermutigen, euren eigenen Umgang mit Zeit zu reflektieren. Welche Strategien funktionieren für euch? Welche Herausforderungen erlebt ihr? Und vor allem, was würdet ihr tun, wenn ihr plötzlich doppelt so viel Zeit hättet? Ich freue mich darauf, eure Gedanken in den Kommentaren zu lesen. Gemeinsam können wir voneinander lernen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnen. Die Verpflichtung. Die Verpflichtung, pünktlich zu sein, ist wichtig. Das Papier. Ich brauche Papier, um Notizen zu machen. Die Erkenntnis. Die Erkenntnis kam spät, aber sie war hilfreich. Die Zeitverschwendung. Fernsehen ist oft eine Zeitverschwendung. Die Dringlichkeit. Die Dringlichkeit der Aufgabe ist nicht zu unterschätzen. Die Angewohnheit. Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit. Die Aufmerksamkeit. Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit. Die Prioritätensetzung. Gute Prioritätensetzung ist wichtig für den Erfolg. Der Ansatz. Der Ansatz war innovativ und erfolgreich. Mangelnd. Mangelnde Kommunikation führt zu Problemen. Genial. Seine Idee war einfach genial. Konzentrieren. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Reservieren. Ich reserviere einen Tisch für das Abendessen.